Wir schauen auf den Ukraine-Krieg. Bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf die russische Hauptstadt Moskau sind nach Angaben des Gouverneurs der Region ein Kind getötet und ein weiterer Zivilist verletzt worden. Weitere Details sind zunächst nicht bekannt. Bundeskanzler Scholz hat ja unterdessen die Teilnahme Russlands an einer möglichen Ukraine-Friedenskonferenz an Bedingungen geknüpft. Neben der militärischen Unterstützung der Ukraine müsse man auch ausloten, wie man aus der Kriegssituation wieder herausfinde. Längst reichen die russischen Angriffe bis weit ins Landesinnere der Ukraine, wie hier vergangene Woche in Lviv. Im ganzen Land tragen Hinterbliebene die Opfer zu Grabe. Um den Krieg zu beenden, setzt sich Bundeskanzler Scholz für eine Friedenskonferenz ein. Unter Beteiligung Russlands knüpft das jedoch an die Bedingungen. Das geht natürlich nicht, wenn derjenige, der da sitzen soll, gleichzeitig sagt, ich greife aber immer weiter an und auf die Frage Frieden sagt, kann man haben, aber da hätte ich gern noch was zusätzlich vom ukrainischen Territorium. Kreml-Chef Putin hat mehrfach Ansprüche auf die eroberten Territorien und weitere Teile der Ukraine erhoben, begründet seine Forderungen teilweise mit jahrhundertealten Karten. Teile der Süd- und Ostukraine bezeichnet er als Neurussland. Sein Außenminister dagegen argumentiert: Der Westen will nicht ehrlich verhandeln. Wir haben niemals fremden Boden gewollt. Wir wollten nur, dass man den Menschen, die Teil der russischen Welt, der russischen Kultur sind, human begegnet, wie dies das internationale Recht und vor allem die Satzung der Vereinten Nationen fordern. Die Positionen also unvereinbar. Und so toben die Kämpfe vor allem im Osten des Landes weiter. Nach seinem Treffen mit der Ukraine-Kontaktgruppe betont der ukrainische Präsident Selenskyj, der Kriegsverlauf hänge direkt von der Qualität und Logistik der vereinbarten Waffenlieferungen ab. Alle Vereinbarungen müssen schnellstmöglich in die Tat umgesetzt werden, sagt er. Was im September gebraucht wird, muss im September an unsere Truppen geliefert werden. Und während die ukrainischen Streitkräfte versuchen, russische Luftangriffe abzuwehren, greifen sie offenbar selbst in Russland mit Drohnen an. Diese Bilder aus den sozialen Medien sollen zeigen, wie ukrainische Drohnen in der Region Moskau einschlagen. Mehrere Flughäfen rund um die russische Hauptstadt sollen den Flugbetrieb vorübergehend eingestellt haben. Überprüfen lässt sich das nicht. Doch die Aufzeichnungen von Flightradar zeigen, wie sich zivile Flugzeuge aus dem Luftraum entfernen.